Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gameplay. In diesem Gameplay spielen wir wieder das Spiel Sim Airport. In der letzten Folge haben wir hier einen Gang gebaut für die Personen, also für die ankommenden Passagiere, damit die hier ungestört den Flughafen verlassen können. Und in dieser Episode werden wir hier eine Gepäckausgabe einrichten, weil normal, also jetzt, kommt ja immer so ein Wagen, der das hier hinliefert, und da machen wir jetzt eine automatische Lieferung hin. Wir müssen erstmal hier anfangen. Neben uns brauchen so eine Automaten, die die Koffer nach unten bringen erstmal. Ich finde die gerade nicht, aber irgendwo werden die ja wohl sein. Hier gibt es auch sehr viele Sachen, die es auch im echten Flughafen gibt. Also das Spiel ist wirklich realistisch gemacht oder gestaltet. Irgendwo muss es ja sein. Können ja schon mal ein Gepäckband dahin packen. Das müsst ihr erstmal drehen. Passt es nicht? Ich glaube, so passt es. Eins. Machen wir mal zwei hin. Drittes würde auch noch passen, aber ich finde, zwei reichen erstmal. Unser Flughafen ist ja nicht allzu groß. Also, wenn die hier sind, müssen die anderen Teile auch hier sein. Ich kann ja mal suchen. Da sind sie ja. Förderband abwärts. Hier. Brauchen so eins. Das packen wir jetzt mal so hier hin. Das ist gut. Oh nee. Nee, das ist ja falsch rum. Sorry. Ich muss andersrum hin. So. So hin. So ist richtig. Weil dann können wir auch hier einfach Leitungen hinbauen. Oder lass noch mal einen Check-in-Schalter hinzufügen. Sind es 3, dann bildet sich da keine Schlange vor. Und apropos Schlange, hier müssen wir noch eine Schlange einrichten. Das hatte ich in der letzten Folge vergessen zu machen. Das können wir ja jetzt ganz schnell noch machen. So, eine Schlange von da bis nach da. Dann können wir noch eine Schlange von hier bis hier einrichten. Und noch eine von da bis da. Ich glaube, das sollte jetzt reichen. Wir müssen die erstmal noch zuordnen. Also das hier hin. Und der wurde ja noch nicht gebaut. Ach so, das Spiel ist pausiert. Bin da wohl aus Versehen drauf gekommen. Da kommen die Bauarbeiter und die sollten das jetzt auch anfangen zu bauen. Jetzt brauchen wir aber noch die Gepäckleitungen. Die suche ich jetzt auch mal. Gepäck. Mutschalter. Nein. Wo sind denn die denn? Ich finde die nicht. Versorgung. Ah, hier. Förderband. Da müssen wir jetzt mal eine Etage nach unten gehen. Ungültige Platzierung. Also hier geht's. Wahrscheinlich, weil das noch nicht gebaut ist. Dann warten wir mal kurz. 79%. Oh, wir haben eine Nachricht. Benötigen einen mehr. Dann stellen wir doch einen mehr ein. Hier sind sie fertig. Und hier gleich auch. Ah, weil da eine Wand ist, deshalb kommen wir da nicht rein. Deshalb müssen wir die erstmal entfernen. Bau einreißen. So. Da habe ich jetzt das Fundament entfernt. Das ist, oh nee, das ist ja hier schon gebaut. Jetzt können wir wieder zur Versorgung.
Förderband. Ja, jetzt funktioniert es auch. Oh, das war jetzt wirklich falsch. Müssen wir erstmal gucken, wohin das Gepäck muss. Also erstmal wieder hoch. Packen müssen hier ein Depot aufbauen. Also wieder zur Versorgung. Gepäckdepot. Das machen wir jetzt mal hier hin. Dann brauchen wir noch einen Hangar. Hangar. Weiß jetzt nicht, wo ich den finde. Ich glaube hier. Ich kann es ja wieder suchen. Hier. Kleiner Hangar. Packen wir mal hier hin. Wir haben heute ja ganz schön viel Geld benötigt dafür, aber wir verdienen ja auch Geld, wenn die Flieger ankommen. Also, die sollten ja auch bald ankommen. Um 6, das ist in einer Stunde. Und da sind auch schon die ersten Passagiere und da wird fleißig dran gebaut. So, jetzt können wir die Leitung da auch hinpacken. Hier ist der erste Flieger. So, Förderband runter. Oh, da ist wieder die Wand. Die müssen wir natürlich entfernen, sonst können wir da nichts bauen. So und so. Dann können die da durch. So, jetzt können wir auch die Leitungen dahin bauen. So. Dann noch da. Und jetzt hier anschließen. Die Bauarbeiter bauen fleißig daran und jetzt können wir auch schon was anderes machen, weil wir müssen ja nicht immer warten, bis das fertig ist. Ach, hier müssen ja noch die Wände eingerissen werden, sonst kann ja die Leitung nicht hin. Das können wir ja jetzt schon machen. So, die... Oh, das können wir nicht machen. Das können wir aber hier was einreißen und hier was einreißen. So, dann müssen wir das Löschen verwenden, glaube ich. Ja, das geht jetzt. So, und jetzt können wir auch ein bisschen was anderes machen. Hier, finde ich, sieht schon sehr gut aus. Aber ein bisschen mehr Deko, weil je zufriedener unsere Passagiere sind, desto mehr Flieger bekommen wir. Aber ich sehe gerade, wir haben eine gute Prozentzahl. Also die Passagiere sind sehr zufrieden. Können ja noch mehr Deko bauen oder so einen automatischen Ticketschalter. Die habe ich auch gesehen. Bei den Objekten. So runter, die waren ganz unten. So, Mülleimer. Das ist eine Toilette hier. Die meine ich. Da kann man ja von selbst einchecken. Und unsere Bank hier funktioniert auch ganz gut. Also da setzen sich auch Personen hin. So, jetzt können wir das hier drehen. So, hier einen hinpacken, hier einen hinpacken. Dann können wir hier noch an die Wand welche hinstellen. Das reicht dann, glaube ich, auch. Ist das denn hier unten schon fertig? Fast. Ist aber hier ganz blöd, weil der baut immer so eine Wand zwischen den Leitungen. Die müssen wir gleich auch noch einreißen oder löschen. Die muss weg. So. Also wie diese Wand hier. Bringt uns ja nichts. Aber dafür muss da noch eine Wand hin. Also hier hin, das geschlossen ist. Es geht nicht. Komisch. Egal, wenn es nicht nötig ist, können wir hier jetzt die Leitungen wieder hinbauen. Also hier einer und hier einer. Und dann schließen wir noch das und das an. So, und da müssen wir es natürlich auch noch anschließen. Hiermit und damit. Irgendwie muss durch einen Hub gehen. Oh. Gut, dann machen wir es erstmal nur hier. Reicht ja auch für den Anfang.
So, das geht jetzt hier nach oben. Jetzt. So, was braucht denn der noch? Zu einem Gepäckknotenpunkt muss ein Gate zugewiesen sein. Ein Hangar mit Gepäckwagen. Also können wir erstmal dem Gate zuordnen. Hier müssen wir natürlich noch ein Fahrzeug hinzufügen. Ein Gepäckwagen. So, jetzt sollten die, ja, jetzt habe ich es, glaube ich, vergessen zu bauen. Wir benötigen natürlich hier auch noch einen Gepäckknotenpunkt. Ups, das habe ich wohl vergessen. Das können wir ja jetzt noch hinbauen. Also sowas hier. So, das kommt dahin. Ist auch ganz schön teuer. Aber wir verdienen ja natürlich auch was mit den ankommenden Fliegern. Also ist ja nicht so, dass wir immer nur Verluste machen. Es geht jetzt hier weiter. Förderband. Jetzt müssen wir natürlich hier das anschließen. So viele Anschlüsse. Beschränkung ist 1. Das heißt, wir bauen es einfach in die andere Richtung raus. Hierhin und dahin. Und die verbinden wir dann damit. Müssen wir erstmal warten, bis sie fertig sind. Wir können ja, oder nee, wir machen zu viel Verluste. Ich stelle mal jetzt keinen weiteren Bauarbeiter ein. Jetzt können wir erstmal warten, bis sie fertig sind mit dem Bauen. Hier haben wir auch noch eine Schlange vergessen. Und die Passagiere nutzen anscheinend auch diese Schalter. Also, da habe ich gerade ein paar gesehen. Also, das sollte kein Problem sein. So, jetzt bauen wir die Schlange einfach hier hin. Jetzt können wir hier. Ups, ist ein bisschen groß geworden, aber egal. Bauen die einfach hin. So, 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 so. Fertig. Nee, nicht den Sicherheitsbeamten, sondern den Schalter. Ich kriege ihn nicht gekriegt. Diesen Schalter. Ich glaube, die Schlange ist auch zu nah am Schalter dran. Das wollte ich jetzt nicht. 4 Objekte. Nee, ich glaube, ich kriege das hier nicht hin. Jetzt habe ich ihn. So, und das ordnen wir hierzu. Jetzt sollten die sich alle anschließen. Warum gehen die denn da durch? Die müssen doch hier durch. Und warum gehen die hier durch? Also das habe ich gerade irgendwie nicht verstanden. Der hat hier wohl sein Gepäck verloren oder vergessen. Das können wir jetzt auch hier schließen. Das mit der Schlange funktioniert hier auch sehr gut. Die stellen sich hier an. Ich glaube, die Leitung ist jetzt fertig. Ja, jetzt können wir auch weiterbauen. So, löschen. Einreißen, nee, löschen. Oder eher einreißen. Hier eine einreißen, weil da müssen wir die mit dem Gepäckband verbinden. Wieder zur Verborgung. So. So. Dann verbinden wir das noch mit dem. So. Und so. Jetzt sind die hier verbunden. Wir müssen auch hier die Wand löschen wieder, weil die verhindert ja eine Verbindung zwischen den beiden. Und wir können die auch einreißen, weil die ist ja noch am Rand. Ja, das geht. Hier auch wieder. Die können wir lassen. Die passt. Und hier müssen wir natürlich auch wieder eine einreißen, weil da muss ja auch was reinkommen. Das machen wir mal hier hin. So. Das heißt, die Leitung kommt jetzt. Müssen wir da hinbauen, damit die da wieder rauskommt und damit verbunden werden kann. Also können wir den ganzen Teil hier wieder einreißen. Wir haben nur noch $7. Sind ja fast pleite.
muss ich ein bisschen warten. Ich glaube, das wird wohl nichts mit der Leitung noch in dieser Folge. Aber es macht ja nichts. Wir können ja warten, bis die ersten Flieger ankommen. Oder wir können noch mehr Flieger annehmen, damit wir auch mehr Geld verdienen. Vielleicht noch einen am Nachmittag. Also hier den vielleicht noch. Können wir das hier ein bisschen weiter nach vorne schieben. Den nach ganz hinten. So. Und dann passt der da auch rein. Gut. Da können wir auch noch einen abends hinpacken. Hier haben wir keine Boeing. Ich würde gerne Boeing haben. In der letzten Folge. Hier haben wir eine. Das können wir hier nach vorne schieben. Und oh, ist ein bisschen eng. Dann kommt der halt ein bisschen weiter nach hinten. Der hier hin, dafür hat der vielleicht ein bisschen weniger Zeit, um Passagiere zu holen. Aber jetzt sollte es auch ganz gut getaktet sein. Also damit habe ich jetzt kein Problem mehr. Da können wir nur noch abwarten. Hier wird auch noch fleißig dran gebaut an den Leitungen. Und wir verdienen ja auch immer wieder Geld. Jetzt haben wir wieder 12.000 Dollar. Das Wetter verschlechtert sich. Aber die ist noch aktiv, die Landebahn. So, wir können hier wieder diese Wände löschen. Oder einreißen, wenn es geht nicht. Eins von beiden muss es ja sein. Ich verstehe das hier manchmal nicht mit dem Löschen und Einreißen. Weil manchmal verwendet man das und manchmal verwendet man das. Muss irgendwo stehen. Ich lese mir das nochmal durch. Hier löschen wir das und das. Und diese Wand ist auch überflüssig. Wir bezahlen ja immer für diesen Busdienst. So. Jetzt ist die Leitung von hier bis da gebaut. Also da fehlen ja noch ein paar kleine Teile, die ich ja noch hinpacke. Also hier noch eins und dann sollten wir auch schon fast fertig sein. Hier eins und hier eins. So. Das passt jetzt. Brauchen wir aber nur noch eine Leitung von da nach da. Muss durch einen Hub gehen. Das heißt, wir können hier erstmal diese Wand löschen. Oder einreißen, weil die ist ja am Rand. Ja, jetzt funktioniert das Einreißen. Ich glaube, für Sachen, die am Rand sind, kann man das Einreißen verwenden. Und für Sachen, die halt nicht am Rand sind, nicht. So, jetzt wieder zur Versorgung. Ja, wir haben nicht genügend Geld, um das zu bauen. Schade. Müssen wir wohl warten. Ja, wir kriegen ja hier wieder ordentlich Geld und die sind auch zufrieden. Also am Anfang der Folge war es 77% und jetzt sind es auch schon 86%. Also das finde ich gut. Hier ist das Ausrufezeichen auch schon weg, weil es ja angeschlossen ist. Aber halt nur nicht mit dem hier. Deshalb müssen wir noch warten, bis wir ein bisschen mehr Geld kriegen. Ich glaube, das soll es schon gewesen sein in dieser Folge. In der nächsten Folge bauen wir das weiter und erweitern auch noch den Sicherheitsbereich, weil der ist ein bisschen klein für einen modernen Flughafen. Und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Für mehr von Sim Airport würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, in der nächsten Folge.